Hallo Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir den 77 G1 Evo für euch. Alles weitere nach dem Intro. Als erstes packen wir den Fernseher dann aus. Achtet bitte darauf, dass ihr beim Auspacken zu zweit seid, um keine möglichen Schäden zu verursachen. Die Wandhalterung des Fernsehers wird ganz normal mit 8 Schrauben und 8 Dübeln an die Wand montiert und ist sehr einfach gestaltet. Dazu könnt ihr euch in unserem GX-Video einen detaillierten Ablauf ansehen. Im Lieferumfang befinden sich die neue Fernbedienung, Batterien, ein Infrarotsensor, die Handbücher und Dübel und Schrauben für die Montage. Und fertig ist das Gallery Design. Kommen wir als nächstes zur Ausstattung und zum Design. Der Fernseher hat sich grundsätzlich nicht zum Vorjahr verändert und ist somit baugleich zum GX77 zum Vorjahr. Es gibt insgesamt 3 unterschiedliche Größen, die da wären 55, 65 und 77 Zoll. Der Fernseher ist ultra dünn und hat eine Dicke von 2 cm. Wir haben hier einen sogenannten Gallery TV, das heißt, er wurde ursprünglich für die Wand konzipiert. LG bietet uns aber optional einen Bodenstandfuß an oder 2 kleine Tischstandfüße. Wir haben wie im letzten Jahr wieder 4 HDMI 2.1 Anschlüsse. Auf HDMI 2 können wir unsere AV-Receiver oder Soundbars anschließen. Des Weiteren besitzt der Fernseher 3 USB-Ports, da können wir unsere Fotos, Bilder, Videos abspielen. Des Weiteren können wir auch Videos aufnehmen. Unseren Sound können wir mit Hilfe von Bluetooth auf Kopfhörer übertragen oder auch mit dem Klinkenstecker. Ins Internet kommen wir mit dem integrierten LAN-Anschluss und auch über WLAN. Das Soundsystem leistet eine Gesamtleistung von 60 Watt bei einem 4:2 Soundsystem. Durch eine Sound-AI mit mehr als 17 Millionen Sounddateipunkten identifiziert die AI Stimmen, Effekte und Frequenzen und optimiert den Sound dem Genre entsprechend. Zusätzlich haben wir noch ein Auto-Volume-Leveling, um einen konstanten Lautstärkepegel über unterschiedliche Quellen zu erreichen. Des Weiteren besitzt dieser Fernseher noch eine Audioeinmessung, um einen besseren Raumklang zu erzielen. Als nächstes Feature haben wir noch die AI Picture Pro, die erkennt den Inhalt, den man schaut und passt es automatisch dem Genre an. Die AI erkennt auch automatisch, ob eine Szene heller oder schwarzer ist und korrigiert automatisch die Bildeinstellungen. Dieses Feature hilft vor allen Dingen bei YouTube-Clips, die ja meistens sehr komprimiert sind. Wir haben insgesamt 9 Bildmodis und ein neu designtes Home-Menü. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, viele Gaming-Einstellungen im Game Optimizer vorzunehmen. Kommen wir nun zur Bildqualität. Im Vergleich zum Vorjahr, wo die Fernseher sich nur im Design unterschieden haben, hat der G1 ein helleres Panel bekommen. Zusätzlich wurden die Farben und die Schärfe verbessert. Möglich gemacht wurden diese Verbesserungen durch eine zusätzliche, hocheffiziente Schicht und eine neue Materialmischung der LEDs. Die neue Schicht sorgt für mehr Helligkeit und die Materialmischung für bessere Farben. Die Rot-, Grün- und Blautöne werden präziser getroffen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz kommt der Fernseher dieses Jahr noch besser mit unterschiedlichen Videoauflösungen zurecht, um eine bessere Skalierung unterschiedlicher Quellen zu ermöglichen. Der Alpha 9 Gen 4 Prozessor verbessert das Decontouring und auch weniger Bending ist bei diesem Fernseher vorhanden. Durch die Dynamic Tone Mapping Algorithmen erzeugt man einen besseren Kontrast und hat weniger Haloing um Objekte. Dadurch ergeben sich keine Detailverluste im schwarzen Bereich und das Bild ist trotzdem heller. Im Zusammenspiel mit dem neuen Alpha 9 Gen 4 Prozessor holt LG hier die beste Bildqualität heraus, die auf dem Markt zu finden ist. Dieses Evo-Panel ist ausschließlich LG vorbehalten und wird keinem anderen Hersteller zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Vorjahrmodell hat der G1 eine bis zu 14% höhere Spitzenhelligkeit in den normalen Bildmodis und knackt locker die Marke von 800 Nits. Noch größer ist der Fortschritt beim großflächig hellen Bildern, dort ist er um bis zu 23% heller als seine Vorgänger. Was zum Beispiel bei Fußballspielen bei einem sonnigen Nachmittag für einen noch brillanteren Bildeindruck sorgt. Wenn man 2 identische Programme einschaltet, wirken die Hauttöne beim G1 natürlicher abgemischt als bei den Vorgängern.
Bei HDR-Material kommt der Helligkeitsvorteil erst richtig zur Geltung. Das Bild ist an sich heller und dadurch schon mehr Kontrast erkennbar. Richtig gut kann man das auch bei hellen Objekten erkennen, wie zum Beispiel Lampen, Sonnen- und Glasreflexionen. Auch hier erkennt man die leichten Verbesserungen im Blau-, Rot- und Grün-Bereich. Die sind jetzt viel neutraler. Jetzt schauen wir uns die ganzen Verbesserungen mal anhand einiger Beispiele an. Das erste Beispiel, was wir uns ansehen, ist die Weltraumschlacht um Coruscant. Die Sterne funkeln hier wirklich hell auf dunklem Weltraum und Coruscant ist aus der Weltraumsicht sehr detailreich herausgearbeitet. Die Flugszenen mit Obi-Wan und Anakin mit eingeschalteter True Motion sehen einfach super gut aus und weisen kaum Bewegungsunschärfe auf. Beim Lichtschwertduell gegen Graf Dooku erkennt man sofort die erhöhte Helligkeit, weil die Lichtschwerter einfach mehr aus dem Bild herauspoppen. Auch die ganzen Lichter im Raum stechen sofort heraus. Durch die Bewegungsschärfe sieht man aber leider auch die ganzen CGI-Effekte, die bei Dooku angewendet wurden. So macht es wirklich viel Spaß, Star Wars auf dem neuen G1 zu schauen. Kommen wir als nächstes denn zu Guardians of the Galaxy Teil 2. Das ist das beste Beispiel für die HDR und Dolby Vision Performance. Die Farben sind einfach so viel intensiver und durch die erhöhte Helligkeit verbessert sich daraus der Kontrast. Das sieht man in der Anfangssequenz, wo die Guardians of the Galaxy für die Sovereign ein Monster töten. Das Feuer, die Lampen, die Blitze, Lichtreflexionen und Blasterfeuer sind perfekte Beispiele für die Stärken des G1. Die Details und die Bewegung von Rockets Haaren sehen einfach mega gut aus. Man sieht einfach jedes Detail auf Nebulas Umhang. Und auch die Szene im Thronsaal ist einfach schier überwältigend von der Farbenvielfalt. Schauen wir uns als nächstes nun eine Fußballübertragung an. Der Rasen im Fußballstadion ist einfach viel heller und das gesamte Bild hat einfach viel mehr Punch und Schärfe. Weiße Trikots oder Neon-Trikots stechen jetzt viel mehr heraus. Es ist kaum Bending sichtbar und wenig Bewegungsunschärfen. Aber am besten schaut man Fußball im Standardmodus oder im ISF dunkler Raum und nicht im Fußballmodus. Da ist das Bild für unseren Geschmack einfach viel zu hell. Kommen wir als letztes nun zum König der Löwen. In der Anfangssequenz sieht man einen Sonnenaufgang, wo man hier auch wieder die Helligkeit herausheben muss. Die Farben wirken sehr natürlich bei der Versammlung der Tiere am Königsfelsen. Das Gras und das Fell der Tiere sind einfach super detailreich herausgearbeitet. Und auch hier sieht man wieder die Reflexionen der Sonne im Wasser und das Funkeln in den Augen der Tiere. LG spielt hier bei unseren Beispielen wirklich alle Stärken des neuen Panels aus. Der G1 hat wie der C1 alle wichtigen Features mit dabei. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut euch einfach unser C1-Video an. Wenn ihr auf der Xbox spielt, ist es noch wichtig, HIGIG Tonmapping anzuschalten, da es besser für HDR-Gaming ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt anhand von zwei Spielen an. Das erste Spielebeispiel ist Call of Duty. Es bietet ein super kontrastreiches Bild und auch hier sieht man wieder die Sonnenaufgänge, Lichtreflexionen besonders herausstechen. Auch die ultraschnellen Bewegungen laufen sauber ab. Als nächstes kommen wir nun zu Star Wars Battlefront 2. Hier ist der Glanz auf der Rüstung besonders herauszuheben. Die Lichter, die Blasterschüsse und die Lichtschwerter von Obi-Wan und Anakin stechen aber auch besonders heraus. Egal ob die Klonanlage von Kamino oder das Schlachtfeld von Geonosis, alles sieht sichtbar besser aus. Im Gaming Optimizer könnt ihr dann noch detaillierte Einstellungen für euer Gaming-Erlebnis vornehmen. Des Weiteren wird das Spielen in Dolby Vision auf Xbox bald möglich sein. Als letztes zeige ich euch noch ein paar kleine Testbilder, damit ihr das Bending des Fernsehers beurteilen könnt. Kommen wir nun zum Fazit.
Der LG hat das beste Bild, was wir bisher testen konnten. Die Helligkeitsunterschiede fallen einem sofort ins Auge. Es ist zwar keine riesengroße Revolution, aber LG hat gezielt an eine der größten Schwachstellen der OLEDs gearbeitet. Die Farbbrillanz und der Kontrast sind dadurch extrem besser geworden. Deutlich sichtbar ist der Qualitätszugewinn bei Dolby Vision und HDR-Quellen. Wir konnten auch kein Bending oder Panelverfärbungen feststellen. Ausstattungstechnisch ist der Fernseher das Maß aller Dinge im Jahre 2021. Der TV hat eine riesengroße Auswahl von Apps, unterstützt alle üblichen Sprachsysteme, auch Apples HomeKit wird unterstützt und das Home Dashboard ist einfach super übersichtlich. Auch die Gamer kommen um diesen Fernseher aufgrund der vielseitigen Gaming-Features nicht herum. So Leute, das war's zum G177 Evo. Hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und falls ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao!